Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wieder mit einer neuen Frage, die aufgekommen ist in der letzten Zeit und ich einfach noch keine Zeit hatte, dazu ein Video zu machen. Und zwar wurde mal gefragt, das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber für alle, die noch Interesse an Waterbomb haben oder vielleicht noch gar nicht in dem Levelbereich sind, war nämlich die Frage, wie stark Waterbomb wirklich ist oder ja, wie es so funktioniert eigentlich. Und das ist relativ simpel. Ihr braucht quasi Waffen, wo eben Wasserbombe auf Deutsch oder auf Englisch Waterbomb drauf sind. Und das ist immer 4 bis 9%. Am besten ist natürlich 9%. Und 9% oder diese Prozentchance, die sagt einfach aus, zu welcher Wahrscheinlichkeit wird dieser Skill-Effekt triggern. Und wie es dann aussieht, ist folgendermaßen. Du benutzt Skills und dann kommt dieser Blowerblasen-Soundeffekt. Dieses Blowerblasen, ja, dieses visuelle, diese Welle, die dann angezeigt wird. Und dann wird einfach quasi Wasserbombe ausgeführt. Und Wasserbombe ist quasi einfach wie ein zusätzlicher AoE-Skill, der ganz normal AoE-Schaden macht. Wie als hätte ich jetzt noch einen zusätzlichen Skill gecastet und der Schaden davon, der hängt einfach von meinen gesamten Statpunkten ab. Das heißt, auch Int und Dex und STA, vollkommen egal, welchen AoE-Skill ich benutze, ob das jetzt Blade Dance ist oder Sonic Blade oder was weiß ich was, das spielt keine Rolle. Der Schaden basiert auf meinen Stat-Punkten und natürlich noch anderen Faktoren, aber das ist so der maßgebliche Schaden, der Basisschaden quasi entspricht deinen Stat-Punkten. Natürlich durch Angriffskraft und so weiter und so fort kann man es auch noch erhöhen, aber der Basisschaden davon, weil es ist ja kein richtiger Skill, also ich meine Skill, wie zum Beispiel Blade Dance, der hat ja hier Basisschaden bla bla bla, dann noch irgendeinen Damage Multiplier, dann noch eine Angriffsskalierung mit zum Beispiel Dex und Waterbomb skaliert eben mit allen Statuswerten und das macht ihn extrem einzigartig, diesen Skill und auch extrem gut, weil es vollkommen egal ist, wie man gestattet ist. Waterbomb macht immer den gleichen Schaden, also unabhängig von deinem Equipment natürlich, aber unabhängig von deinen Stats. Also normalerweise, wenn ich jetzt Full STR bin oder Full Dex, macht das ja erhebliche Unterschiede, ob ich jetzt Blade Dance oder Sonic Blade benutze oder welcher Skill mehr Schaden macht. Und bei Waterbomb ist es so, dass die Stats zumindest keine Rolle spielen. Genau, das ist aber so das Grundsätzliche, was Waterbomb ist, wie es funktioniert. Und jetzt ist halt noch das, wieso überhaupt das benutzen oder was so krass daran ist. Das Ding ist halt, Waterbomb wird immer einfach zusätzlich ausgeführt und ist quasi auch so ein bisschen unlimitiert in der Anwendung. Das heißt quasi, wenn ich jetzt 30 Monster angreife, dann triggert, und ich mache dann Blade Dance, dann triggert nicht einmal Blade Dance und einmal Waterbomb, sondern theoretisch könnte 30 mal Waterbomb triggern. Und jetzt, bevor man sich in komplett kranke Verschwörungstheorien oder so verliert oder denkt, oh mein Gott, das ist der beste Skill der Welt. Also ist es, höchstwahrscheinlich, oder der beste Effekt auf jeden Fall. Aber Waterbomb selber kann nicht Waterbomb triggern. Also es ist lediglich so, wenn ich jetzt angreife, und das sieht man ja auch, dann triggert mehrfach Waterbomb, aber Waterbomb triggert kein Waterbomb, weil das wäre ja viel zu krass. Da müsste ich ja nur genug Monster pullen, einmal Waterbomb triggern und dann würde es eine endlose Kettenreaktion geben und alle Monster würden mit einem Skill im Endeffekt sterben. So funktioniert es zum Glück nicht. Wenn es so wäre, dann wäre das Game zu broken, um es überhaupt noch spielen zu können. Aber man kann es eben öfter triggern. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Jetzt hat es gerade auf beiden Seiten auch getriggert. Und das macht den Skill so stark. Das heißt nämlich im Endeffekt, je mehr Monster du pullst, desto stärker wirst du oder desto mehr Schaden wirst du machen. Und das ist halt schon ziemlich heftig. Und das einzige Manko an Waterbomb, was man eigentlich so finden kann, und das war eigentlich auch die ursprüngliche Frage, die mich zu diesem Video geführt hat. Also erstmal natürlich grundsätzlich hatte ich noch nie ein Video über Waterbomb wirklich gemacht. Und das andere war, hat man denn einen Hurt-Effekt bei Waterbomb? Und da ist die Antwort leider ja. Weil es gab wohl mal die Verschwörungstheorie, oder was heißt Verschwörungstheorie, aber es gab wohl mal die Theorie, dass Waterbomb auch keinen Hurt-Effekt hätte. Und das zumindest stimmt auf jeden Fall nicht. Also was stimmt, ist, dass Waterbomb kein Waterbomb triggert. Wie gesagt, das wäre viel zu stark. Aber Hurt-Effekt hat man schon. Das kann man hier wieder ganz gut mit dem Repost-Reflex zeigen. Weil wenn ich jetzt zusätzlich angreife, dann ist das immer so ein bisschen schwierig zu sehen. Aber ich muss jetzt nur genug Monster pullen, die mich wieder hitten. Und dann sehen wir eindeutig, wenn jetzt Waterbomb triggert. Also gut, ich muss erstmal Repost-Reflex triggern und dann hoffen, dass auch Waterbomb kommt. Ich glaube, es sind noch nicht genug Mobs. Man hat es gestern im Video schon gesehen. Und heute wahrscheinlich sogar auch.
Jetzt komm, Waterbomb. Komm schon, Waterbomb. Ah, da war's. Habt ihr es gesehen? Da stand eindeutig Hurt. Und wenn man sich noch die Schadenszahlen anguckt, mein Waterbomb macht hier so um die 10.000. Ich bin gerade nicht gebufft, keine Power-Ups und so weiter. Also kann man auch zurückspulen. Ihr könnt zurückspulen. Ich müsste jetzt gucken, dass es nochmal triggert. Aber auf jeden Fall, Hurt ist ganz normal auch für Waterbomb. Das heißt, da hat man jetzt keinen nochmal zusätzlichen Vorteil. Ich meine, Waterbomb ist eh schon viel zu stark. Diese Änderung, oder was heißt Änderung, aber dieser besondere Status, dass es egal ist, welche Stat-Punkte du verteilst und so weiter. Heißt übrigens auch, wenn ich jetzt ein Blade bin und ich aktiviere alle 4 Flasks, also was mir ja normalerweise nichts bringt. Also das Blade, wenn ich jetzt 20 Int und selbst 20 Dex benutze, in gewissen Situationen habe ich davon wenig oder sogar gar nichts. Mein Waterbomb-Schaden steigt dadurch aber tatsächlich. Also das ist auch ganz interessant. Okay, jetzt hat Waterbomb gar keinen Bock mehr, jetzt triggert es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, man triggert den Hurt-Effekt ganz normal. Oh, da war es gerade wieder, natürlich, jetzt wo ich mich bewegt habe. Oh, da war es gerade nochmal. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Glück gehabt. Also ja, ich denke, die Demonstration war erfolgreich. Das heißt, die Quintessenz ist im Endeffekt, wenn man AOE spielen will, ist es schon langfristig auf jeden Fall zwingend notwendig, dass man sich Waterbomb-Waffen holt. Einfach, weil es extrem stark ist. Dieser Effekt, der zusätzlich getriggert wird, dein AOE-Schaden spielt im Endeffekt keine Rolle mehr, deswegen ist der Face-Tank so extrem beliebt geworden in den letzten Jahren. Ich meine, gut, okay, bei den meisten Klassen gibt es gar keine andere Option, außer Face-Tank zu spielen. Aber selbst bei den Klassen, die grundsätzlich noch andere Optionen hätten, ist es immer interessanter oder beliebter geworden, weil Waterbomb halt so ein starker Skill-Effekt ist, der einfach zusätzlich kommt, vollkommen egal, ob dein normaler AOE-Schaden gut oder schlecht ist. Du brauchst einfach nur gute Waterbomb-Chance, also am besten 9%. Blade hat da den glücklichen Vorteil, dass er 2 Waffen tragen kann. Das heißt, ich habe jetzt sogar 15% Chance auf Waterbomb. Das heißt, es triggert eigentlich jedes Mal bei mir. Wenn ich mindestens 10 Monster angreife, ist es fast garantiert, dass Waterbomb kommt. Und das ist schon sehr, sehr nice, muss man schon sagen. Selbst die schlechteste AOE-Klasse wird damit zu einer mindestens passablen AOE-Klasse. Und wie gesagt, dieses andere Ding, das Waterbomb triggert, das wäre mal ganz lustig, wenn man das irgendwie testen könnte. Weil, wie schon gesagt, dann müsstest du eigentlich immer nur dafür sorgen, dass du genug Monster gepult hast. Dann müsstest du einmal Waterbomb triggern und dann wäre es eine endlose Kettenreaktion. Wäre, wie gesagt, viel zu stark, aber lustig anzugucken wäre es schon. Deswegen, zumindest was den Aspekt angeht, schade, dass es das nicht gibt. Aber dann müsste Waterbomb viel weniger Schaden machen, damit das irgendwie eine Berechtigung im Spiel hätte. Da dürfte Waterbomb wahrscheinlich maximal so 500 Schaden machen oder so, damit das irgendwie noch passen würde. Genau. Und ja, das war's eigentlich von mir. Also Waterbomb triggert Hurt, yes. Waterbomb skaliert mit allen Stat-Punkten. Einfach beim Verursachen von Schaden. Sobald du Schaden verursachst, kann Waterbomb triggern. Bei Damage over Time übrigens nicht. Also es gibt ein paar Skills, muss man tatsächlich Skill für Skill besprechen. Moonbeam, wenn du Moonbeam beim ersten Mal benutzt zum Beispiel, muss Waterbomb auch triggern. Danach aber nicht mehr, bei klassischem Damage over Time. Wenn du jetzt aber Merkaba benutzt zum Beispiel, dann triggert Waterbomb schon bei jedem Merkaba-Tick. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Besonderheiten noch bei verschiedenen Skills. Wann triggert Waterbomb und wann triggert es nicht. Aber gut, das lernt man dann eigentlich auch relativ schnell. Beziehungsweise, ja, muss man sich einfach angucken. Für jede Klasse nochmal gesondert. Und ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. So mehr oder weniger alles zum Thema Waterbomb. Und dann sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und schaut doch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Links sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Macht's gut rein und ciao, ciao.